Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute eine Folge mit einem Community-Partner mit dabei. Und zwar geht es um das Swiss Testing Board. Bei mir zu Gast dazu Thomas Müller, der nicht nur in den Starttagen des Swiss Testing Board dabei war, sondern auch die Anfänge des ISTQB und des Certified Tester Foundation Lehrplans mitgestaltet hat. Also sozusagen ein Urgestein des Software-Testings. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja, Richie, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, wir haben Lang uns ja ist's schon, her. lang ist's her, genau, lang ist's her. Alessandro hat uns wieder zusammengebracht jetzt und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Es soll ja heute so ein bisschen um den Anbeginn des Swiss Testing Board gehen und ja, da bist du Ja, natürlich prädestiniert als Veteran auch dafür, uns ein bisschen was zu genau. erzählen. Mhm. Ja, lang ist's her, genau. Ja, 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 lass uns also wie gleich mal hat das reinstarten, so begonnen? wie. Ne? Wie hat das begonnen? Weil ich kann ja die Geschichte nicht ganz trennen von ISTQB mit dem Swiss Testing Board, weil damals, es war so Beginn der 20er, der 2000er Jahre, 2001, 2002 ungefähr. Da hatte ich einen Vortrag über Testen bei der Credit Suisse. Und nach dieser Veranstaltung, es ging über Use Cases und wie die verwendet werden können beim Testen. Und anschließend an die Veranstaltung kam der Silvio Moser auf mich zu und sagte, ja, das war ja super, was du gemacht hast, doch wie sieht das aus? Wir suchen was, wo wir Tester zertifizieren können. Und dann großes Schulternzucken. Ich wusste es nicht. Und ich habe dann mit Carol Frühauf Kontakt aufgenommen, mit dem ich schon länger zusammenarbeitete, also seit sicher fast 10 Jahren damals, in der Fachgruppe Informatik der SAQ und habe ihn gefragt, weißt du was? Ja, da habe ich schon was gehört. Und zwar hat er mir über die ASQ erzählt, die da einen Lehrplan macht oder hat schon, und auch über die UK-Organisation ISEP. Und er hat mich dann mit diesen Leuten zusammengebracht und eines Nachts haben wir uns getroffen im Red Light District, der Robert Treffny und ich und der Carol natürlich. Wir sind da. Ja, es war wirklich so dunkel, regnerisch. Irgendein Wintertag, glaube ich, muss es gewesen sein. Und waren da im Restaurant und haben mal diskutiert. Und dann hat eben der Robert erzählt, ja, es gibt da jetzt Bestrebungen, mit ISEP zusammenzugehen, die Lehrpläne zusammenzulegen und eine internationale Organisation zu gründen. Okay, ich habe gesagt, okay, ich bin dabei, wusste da nicht genau, was da auf mich zukommt. Und später dann, also kurz darauf später, haben wir uns am Flughafen Zürich mit Professor Heindl getroffen vom, ich weiß nicht, Method Park hat er damals auch noch irgendetwas gemacht und haben da mal weitergesprochen, wie das Ganze sein könnte, was man machen kann. Und wir haben uns dann auch geeinigt, dass wir da etwas machen. Und es wurde dann die Gründungsversammlung, war da in Schottland. Da konnte ich nicht gehen, wahrscheinlich aus familiären Gründen, weil die Kinder damals noch sehr klein waren. Also ich war nicht dabei dort, aber der Robert hat dann im Namen auch der Schweiz gesprochen. Und da wurde dann diese Organisation gegründet. Später dann war dann die erste oder die nächste Versammlung oder die nächsten Versammlungen, die waren dann meistens im Rheingebiet, so Köln, Düsseldorf. Und
Und dann saßen wir da zusammen, eine kleine Gruppe, 6, 7 Leute, und haben diskutiert, ja, wie geht man weiter? Und dann wurde die Frage gestellt an einem der ersten Meetings, wer wird jetzt diese Lehrplanarbeit koordinieren? Und ich habe da gesagt, ja, ich, ganz schüchtern. Ich war da irgendwie ein bisschen Nobody, also ich war wirklich ein Nobody in diesem Sinn. Aber ich habe gesagt, okay, ich habe einen Hintergrund, ich habe mich mit Lernzielen auseinandergesetzt, ich habe Kurse aufgebaut, schon vorher, habe mit Hans Schäfer auch zusammen Kurse gegeben im Rahmen dieser Förderungsprogramme der EU. Also in Deutschland war das. Ja, und so habe ich mich gewagt, das zu tun. Parallel dazu ist, natürlich hat es geheißen, wir müssen ein Board haben. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns Teil der Fachgruppe Informatik der SAQ sein. Und so sind wir da entstanden und sehr, sehr schnell haben sich viele Leute gemeldet und haben gesagt, sie möchten da mitarbeiten. Und so ist dann ziemlich informell diese Fachgruppe entstanden. Wir waren kein Verein, wir waren einfach eine Arbeitsgruppe der Fachgruppe der SAQ. Und dann haben wir uns versucht zu organisieren, haben uns zu Beginn also mindestens einmal im Monat getroffen in Zürich und haben da diskutiert, wer könnte Kurse anbieten, haben dann die ersten 3 Kursprovider oder Anbieter von Kursen akkreditiert. Und so ist dann das Schritt für Schritt ist dann das weitergelaufen. Mhm. Sehr spannend. Ja, es war eine spannende Arbeit, ja. Auf jeden Fall, volle Pionierarbeit, weil so wie ich, also meine Erinnerung ja auch ist, du kommst ja auch aus dem pädagogischen Hintergrund und hast ja bei diesen Lehrplänen ja, das ist ja auch schon kurz gesagt, diese K-Level, diese kognitiven Level auch mit vorangetrieben, dass die da auch massiv genutzt sind, die eigentlich Grundlage ja für diese Lernziele ja auch sind, ne? Genau, also das war das Erste, was ich gesagt habe. Diese Lernziele, wie sie jetzt formuliert sind, die sind nicht messbar. Und ich habe gesagt, hört mal, also ihr wisst alle, wie man Anforderungen spezifiziert, die sollen prüfbar sein. Also Anforderungen an Software meine ich. Und dasselbe existiert auch für Lernziele. Also da gibt es diese Taxonomiemodelle von Bloom und dann die Erweiterung von Anderson. Und ich war irgendwie Fan von Anderson. Der Hintergrund ist schon wichtig zu sehen. In dieser Zeit, als ich bei der Schweizerischen Kreditanstalt Anfangs 90er Jahre gearbeitet habe, da habe ich mich sehr stark mit dem auseinandergesetzt. Ich hatte vorher Kontakt, also an der ETH ein Didaktikstudium für IT oder für Informatik gemacht oder für Wissenschaften, glaube ich, war es generell. Und da war das von Professor Frey ein Riesenanliegen. Wie misst man? Er ist ein absoluter Fanatiker in diese Richtung und das hat mich natürlich beeinflusst. Das war jetzt nicht so schwierig, die Leute zu überzeugen davon. Hingegen, wie man dann die Texte schreibt, in welchem Detaillierungsgrad, das gab massive Auseinandersetzungen und Diskussionen. Und ich war der Koordinator. Geschrieben habe ich natürlich vieles nicht selbst, sondern wir hatten ja Native People dabei, wie Dorothy Graham vom UK Board, also vom ICEP, sie als Koryphäe, der Erik van Veenendaal, gut Holländer, aber die sind meistens auch nicht so schlecht. Und damals war auch ich habe den Podcast ja auch gehört mit Claudia. Und da hat sie gesagt, ja, wer war dann die Gründungsmitgliedschaft? Und da war eben von Beginn weg war Finnland und Schweden sehr stark
vertreten mit Vertreterinnen von den Hochschulen. Also es gab es damals, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger geworden, verhältnismäßig. Verschiedene Einflüsse, wie in jedem demokratischen System. Und dann gibt es Diskussionen, Kompromisse und so weiter und so fort. Wenn du jetzt so schaust auf die, sagen wir, das sind ja jetzt auch gut 20 Jahre, seitdem es das gibt, gerade auch so ein bisschen auf den Schweizer Markt hin. Wie hat sich denn das dort entwickelt? Das ist was ich habe das auch irgendwie nie mitbekommen, aber ich bin im ATB und im GTB sehr aktiv. Aber wie ist es denn da so weitergegangen? Also zu Beginn war es ein richtiger Boom. Wir hatten, wie gesagt, 3 Anbieter, die waren extrem interessiert, weil das konnte sich verkaufen. Die Credit Suisse war ja da Mitinitiatorin. Der Silvio war dann auch Teil des Testing Boards. Und auch die großen Banken. Also es ging vor allem in diese Richtung. Was ich nie geschafft habe, ist zum Beispiel die Pharmaindustrie dabei so weit zu bekommen. Das ist ja schon zu dieser Zeit war das ja mein Hauptbereich, wo ich arbeite. Das habe ich nie geschafft. Natürlich inhaltlich sind viele Dinge da eingeflossen, aber irgendwelche Zertifizierungen, ja, das ist nicht FDA und GXP-Zertifikat, das interessiert uns nicht. Das war einfach Tatsache. Aber es ist extrem gewachsen und ich mag mich erinnern, zu Beginn waren wir immer die Top-Nation in Bezug auf Größe des Landes, oder die Einwohnerzahl im Verhältnis zu Zertifizierten. Da waren wir wirklich erster Stelle. Zu gewissen Zeiten, wenn man es mit dem Bruttosozialprodukt verglichen hat, waren wir nicht mehr die Ersten. Aber das ist ja auch logisch. Und da waren auch die Preise für diese Zertifikate damals, mag ich mich erinnern, das war etwa 400 Franken, waren ja relativ hoch. Das war kein Problem. Und es hatte wirklich Leute, die waren sehr initiativ im Sinne von eben Marketing. Das hat nicht das STB gemacht, das haben dann die Akkreditierungsprovider gemacht. Nicht die Training-Providers, wie der Adrian Zwingle, der war so ein richtig Forscher. Also das lief extrem. Und wir waren dann auch in der glücklichen Lage, das hat auch noch ziemlich viel gebracht. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr, 2007, glaube ich, haben wir im März, es war kalt und hat zwischendurch sogar geschneit, hatten wir die General Assembly in Zürich, in Oerlikon, genau. Und da war wirklich so auch ein Push da. Es kamen viele, viele Nationen. Die Schweiz ist für viele auch wir wollen mal in die Schweiz. Die Inder waren zum ersten Mal dabei. Also das hat extreme Dynamik ausgelöst damals. Es wurde dann mit der Zeit natürlich nicht in diesem Tempo weiter gewachsen. Es gab einfach auch eine gewisse Sättigung und Hinterfragung, was bringt es dann wirklich und so weiter, was man so kennt. Da bist du ja schon bei einem spannenden Punkt, wenn du so auf den Schweizer Markt schaust und du bist ja da auch in der Industrie auch tätig. Wie hat sich denn das gewandelt? Wo steht denn dieses Zertifikat heute? Welche Bedeutung hat das gerade so auch in der Schweiz? Das finde ich etwas schwierig zu beurteilen in der jetzigen Zeit, weil ich habe mich ja aus dem täglichen Geschäft vor, ich denke, etwa 6, 7 Jahren zurückgezogen. Also ich weiß, es ist immer noch erfolgreich im Sinne, dass es nachgefragt wird. Das heißt, es gibt etwas, es gibt einen Bedarf. Tester sind gefordert. Durch diese das Zusammenwachsen mit DevOps und all diesen Aspekten ist es auch nicht mehr so klar zu trennen alles.
Und natürlich die Konzepte, die gelten ja immer noch. Also alles, was dort mal formuliert wurde, da von Myers und von diesen Größen damals zu dieser Zeit, Hetzel, hat immer noch eine große Bedeutung aus meiner Sicht. Also wenn ich jetzt lerne oder Konzepte erstelle, wie testet man was, an was muss man denken, wie kann man kombinatorisch arbeiten, dass man bei Systems Integration zum Beispiel wirklich prüft, auf hoher Ebene, welche müssen wie miteinander kommunizieren, welche Datenelemente oder auch Riesenthema, gerade in der Pharmaindustrie ist dann Sampling. Und viele Leute begreifen nicht, dass Software keine Hardware ist. Die sagen, Sampling muss sein wie, wenn ich jetzt Nägel herstelle, wie viel Abweichung darf es höchstens sein, aber Software ist kein Nagel. Ja. Jetzt bist du ja schon auch lange dabei, hast das Testen lange begleitet, sagst, die Konzepte gelten immer noch. Was glaubst du denn, sind denn so heute die größten Herausforderungen im Bereich Software-Testing? Geschwindigkeit. Das alles extrem, also ist ja auch sinnvoll, es muss schnell gehen, Testen muss vollständig integriert werden in den ganzen Entwicklungszyklus von Beginn weg. Dinge, eben Anforderungen haben schon Testfälle, wie arbeitet man mit Acceptance Criteria zu User Requirement, User Stories, wie immer dass man das auch nennt. Es hat ja immer geheißen, Requirements müssen testbar sein. Also muss ich mir von Beginn weg überlegen, kann ich das testen? Dann sicher auch die Automatisierung. Und im Pharmabereich heißt es, ist dann das auch qualifiziert und validiert. Wie kann ich sicherstellen, dass es auch richtig ist, was diese Testautomaten da rausbringen? Das ist sicher ein Riesending und gerade wenn ich jetzt so verfolge, ja, wie testet man diese künstliche Intelligenz oder Machine Learning? Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema, wo man eben nicht mehr nur deterministisch vorgehen kann. Ja, genau, da gibt es ganz andere Kriterien dann auf einmal, die auch relevant sind. Ne? Jetzt stehen ja viele Tester, Testerinnen heute da, haben das vielleicht als Zertifikat gemacht und sehen diese Herausforderungen, Geschwindigkeit, ich habe KI, ich habe Testautomatisierung. Was wäre denn so dein Rat als alter Hase? Was kann ich als Tester heute machen, um da fit zu bleiben, um weiter am Ball zu bleiben? Also was für mich extrem wichtig ist zu verstehen, was man vor sich hat. Wozu wird es verwendet und wie ist es gebaut? Das war jetzt gerade heute Morgen, habe ich einen interessanten, nicht ein Podcast, aber in der Radio so eine Sendung gehört über eine Firma, die heißt Supercomputing. Und da ging es um, wie prüfe ich Antriebe oder diese Maschinen, welche diese großen Schiffe, diese Containerschiffe, die ja 150 Millionen kosten, ein Schiff, wie prüfe ich diese Software? Und dort war jetzt extrem wichtig, daran zu denken, diese Maschine, die muss 20 Jahre lang, muss die den neuen Regelungen für den Umweltschutz zum Beispiel angepasst werden. Und der Verantwortliche dort hat gesagt, das ist die Riesenherausforderung gewesen. Wir haben nichts verstanden. Also die Supercomputing-Firma, wir haben nichts verstanden, um was es geht. Und das Wichtigste war, damit wir das auch prüfen können, wie das oder simulieren können, wie das in Zukunft aussieht, ist zu verstehen. Was ist das überhaupt, dieses Teil? Das ist so
groß wie eine normale Küche ist, so ein Antriebsmotor. Und das Zweite ist natürlich extrem wichtig, wie ist das auch technisch gelöst, auf welche Plattformen, wie sieht es in der Zukunft aus, was ist virtualisiert oder digitalisiert, also digitalisierte Hardware im weitesten Sinne. Also das finde ich extrem wichtig. Als Tester ich kann es nicht testen, wenn ich nicht weiß, wozu es gebraucht wird. Diese Software oder diese Embedded System, was auch immer ist, das kann ich wirklich vergessen sonst. Und wenn ich natürlich eher im Low-Level-Bereich teste, wie habe ich die optimalen Prozesse? Wie sind diese Deployment Models aufgebaut? Wie arbeite ich mit GitLab? Das sind extreme Fähigkeiten, die ein Tester haben sollte. Also wenn er dort arbeitet. Ja, damit muss man sich auch auseinandersetzen. Ich finde es auch immer ganz schön, auch wenn ich in Teams bin und wir schaffen es mal auch wirklich mal zu sehen, was macht denn der Kunde eigentlich damit mit der Software? Wie nutzt er denn das Ganze? Na, das ist ja für Entwickler auch manchmal, aber auch für Tester ja ein totaler Eye-Opener, also zu sehen, was da eigentlich wirklich dann veranstaltet wird mit dem Produkt, was man dann eigentlich auch testen sollte. Ne? Ja. Und das ist natürlich der Vorteil der alten Hasen, will ich jetzt mal sagen. Die wissen einfach schon viel. Einfach aus Erfahrung. Die Erfahrung ist ein wesentlicher Punkt. Also Tester sollten sich wirklich auch in den angrenzenden IT-Fachgebieten auskennen. Sie sollten damit vertraut sein, also Modellierung es wird viel zu wenig eingesetzt systematisch, aber ein extrem wertvoller Punkt, wenn ich nicht modellieren kann, teste ich im Prinzip nach Gefühl oder was mir gerade in den Sinn kommt. Gefühle sind schon wichtig, also da habe ich nichts dagegen. Doch Systematik ist etwas Extremes. Und dazu sind die Basistechniken, die sind von Myers und all diesen alten Gurus, die wurden definiert. Ja. Ja, es ist, also das geht manchmal ein bisschen verloren heutzutage, ne? Dass diese systematische Testfallerstellung oder auch sich das systematische Nähern an eine Anforderung, kann man ja vielleicht so mal ein bisschen weiter sogar fassen, ne? Dass das oft fehlt, ne? Sondern es wird dann eher so intuitiv was gemacht, was auch gute Tests zum Teil bringt, weil da kommt manchmal auch was Schönes rein, aber es fehlt einfach ein Teil. Ne? Ja. Und dann frühzeitig die Agilität war ja ein Riesenumbruch. Was braucht man noch? Agil heißt ja einfach, lege los. Doch wenn ich agil betrachte, ist agil erfordert hohe Disziplin. Und dass ich wirklich aufschreibe, was sind meine Akzeptanzkriterien, habe ich sie verstanden. Und wenn ich sie verstanden habe, weiß ich auch, was ich prüfen muss. Ja, sehr, sehr schön. Thomas, vielen lieben Dank für diesen Abriss einmal durch die Geschichte vom ISTQB und vom Swiss Testing Board bis hin zum Testen heute. Fand ich sehr spannend, so auch mit einem Gründungsinitiator des ganzen ISTQB auch mit mal hier im Podcast zu haben. Das ist sehr schön. Finde ich toll, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder in echt. Ja, genau. Auf jeden Fall. Nee, es geht nichts verloren. Ich bin noch interessiert. Sehr schön. So. Sehr gut. Schön. Dann Dankeschön und bis bald. Ne? Ja, danke dir, Richie.